Jeder von uns hat Olivenöl in der Küche stehen, doch ein Großteil davon ist leider Fake. Es gilt als gesund und auf der Flasche steht nahezu immer natives Olivenöl extra. Aber weißt du was? Nahezu 50% aller Olivenöle werden als nativ extra verkauft. Aber lediglich 10% aller Öle werden auch so hergestellt. Aus diesem Grund habe ich mir 7 der bekanntesten Supermarktöle zugelegt und eins, welches ich schon öfter gekauft habe. Ich zeige dir jetzt, wie du in wenigen Sekunden erkennst, ob das Öl, was du zu Hause stehen hast, wirklich echt ist oder ob du vielleicht nur gepanschtes Speiseöl ins Essen gibst. Gleich wirst du sehen, ob auch all diese Öle hier tatsächlich das halten, was sie versprechen. Du hast bestimmt schon mal gehört, dass Olivenöl super gesund sein soll. Ja, das stimmt auch, aber nur, wenn es auch wirklich echtes Olivenöl ist. Das Problem: viele der Öle, die wir im Supermarkt kaufen können, sind oftmals leider verfälscht, gestreckt oder raffiniert. Und das, obwohl natives Olivenöl extra draufsteht. In manchen Ländern hat man das untersucht und dabei herausgefunden, dass je nach Land bis zu 60% aller Olivenöle, die im Regal stehen, fake sind. Also mehr als jede zweite Flasche. Und damit dir das nicht passiert, zeige ich dir in diesem Video 4 einfache Tests, die du ganz easy zu Hause nachmachen kannst. Damit erkennst du in Zukunft sofort, ob dein Öl echt ist oder nur Etikettenschwindel. Heute schauen wir uns 3 Dinge ganz genau an. Warum Olivenöl überhaupt so gesund ist und welche Stoffe dafür verantwortlich sind. Wieso so viele Supermarktöle nicht das halten, was sie versprechen. Und drittens, die 4 Tests, anhand derer du sofort erkennen kannst, ob dein Olivenöl echt ist. Farbe, Geruch, Geschmack und der umstrittene Kühlschranktest. Bleib also unbedingt dran, denn das Ende wird dich definitiv überraschen. Olivenöl gilt ja nicht umsonst als das Herzstück der mediterranen Ernährung. Und das hat gleich mehrere Gründe. Olivenöl besteht zum Großteil aus Ölsäure und die hat einen ganz spannenden Effekt. Sie kann das schlechte LDL-Cholesterin senken und gleichzeitig das gute HDL-Cholesterin erhöhen. Das bedeutet, deine Blutgefäße bleiben länger frei und dein Herz wird entlastet. Zweitens, die Polyphenole und Antioxidantien. Das sind kleine Schutzschilde, die freie Radikale abfangen. Sie wirken entzündungshemmend, sie schützen deine Zellen und damit auch deine Blutgefäße. Je mehr also davon im Öl, desto besser. Und drittens, Vitamin E. Davon steckt in echtem Olivenöl jede Menge. Vitamin E stärkt dein Immunsystem und es schützt deine Haut. Also quasi wie Anti-Aging von innen. Kurz gesagt, echtes Olivenöl ist nicht nur irgendein Fett zum Kochen. Es ist wie ein kleines Schutzpaket für Herz, Gefäße und deine Zellen. Aber, und jetzt kommt der Haken, nicht jedes Olivenöl ist automatisch gesund. Viele Öle, die du nämlich im Supermarkt findest, sind leider raffiniert oder sogar gestreckt. Das bedeutet, die guten Stoffe, Polyphenole, Antioxidantien und Vitamin E sind fast komplett herausgefiltert. Raffinieren bedeutet, das Öl wird stark gefiltert, gebleicht, erhitzt und manchmal sogar noch chemisch behandelt. Das Ergebnis? Ein Öl, das hübsch aussieht und sehr lange haltbar ist, aber keine positiven Effekte mehr hat. Und genau hier liegt das Problem. Weltweit macht echtes, kaltgepresstes, extra virgin Olivenöl lediglich ungefähr 10% der gesamten Produktion aus. Im Handel aber wird es auf bis zu 50% aller Flaschen draufgeschrieben. Du merkst also schon, da passt irgendwas nicht zusammen. Und genau aus diesem Grund zeige ich dir jetzt, wie du ganz einfach selber herausfinden kannst, ob das Olivenöl, welches du zu Hause stehen hast, echt ist. Dazu bin ich in verschiedene Supermärkte gefahren und habe ganz unterschiedliche Olivenöle gekauft. Alle natürlich nativ extra. Im Korb gelandet sind 4 Öle von Edeka, 1 von Aldi, 1 von Lidl, 1 aus dem Biomarkt und 1 aus einem italienischen Onlineshop. Von unter 10 Euro bis fast 25 Euro pro Liter war alles dabei. Und jetzt lass mal schauen, wie sie so abschneiden. Test Nummer 1 ist die Farbe. Schau dir dein Olivenöl einfach mal in einem Glas an. Echtes Olivenöl ist grünlich bis goldgelb, je nach Farbe und Herkunft. Wenn es aber extrem hell oder fast durchsichtig aussieht, dann ist die Chance sehr groß, dass es eventuell gestreckt oder raffiniert wurde.
Ich habe jedoch herausgefunden, dass die Farbe bei allen Olivenölen heutzutage immer passt. Deshalb lassen wir diesen Test heute weg, denn darauf ist leider heutzutage kein Verlass mehr. Und wie du gleich sehen wirst, haben alle dieser Olivenöle, die ich hier stehen habe, nahezu eine identische Farbe. Test Nummer 2 ist der Geruch. Nimm dazu dein Olivenöl und riech einfach mal dran. Gutes Olivenöl riecht fruchtig, frisch, teilweise auch ein bisschen würzig, manchmal nach Gras oder Tomatenblättern. Wenn es dagegen neutral oder muffig riecht, dann Finger weg. Test Nummer 3 ist der Geschmack. Nimm dazu am besten einen kleinen Schluck. Ein hochwertiges Öl muss nach dem Schlucken im Hals kratzen. Das ist ein Zeichen für die Polyphenole. Je mehr es also kratzt, desto besser. Und deswegen riechen wir jetzt mal an all diesen Ölen und probieren sie auch. Wir starten dazu mal mit dem nativen Olivenöl Extra von Gut und Günstig. Riecht nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so intensiv wie manche anderen. Das Kratzen kommt übrigens nicht sofort, das dauert meist ein bisschen. Und ja, ich spüre ein minimales Kratzen, aber nicht sonderlich intensiv. Als nächstes Rapunzel. Vom Geruch relativ ähnlich wie das von Gut und Günstig. Also, wir probieren mal. Okay, das kratzt ordentlich im Hals. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen für viele Polyphenole. Boah, das kratzt wirklich. Als nächstes La Española. Okay, ich rieche gar nichts. Vielleicht nochmal auf dem Löffel. Es ist sehr flüssig. Also ich rieche tatsächlich fast nichts. Wir probieren mal. Es kratzt leicht. Also ich würde sagen, vergleichbar mit dem von Gut und Günstig. Also ein sehr leichtes Kratzen. Jetzt Bertolli. Nicht sehr intensiv im Geruch. Ich rieche nicht so viel. Wir probieren mal. Also mir schmeckt es nicht. Und es kratzt 0. Also kein Kratzen, nichts. Wir schauen mal weiter. Natives Olivenöl Extra Bio von Edeka. Okay, hier rieche ich wieder was. Ja, riecht leicht fruchtig, gar nicht schlecht, würde ich sagen. Probieren. Ja, jetzt kommt's. Ja. Also es kratzt ein bisschen mehr wie die zwei hier, aber auch noch nicht so stark. Aber auf jeden Fall schon besser. Also ich würde sagen, mehr Polyphenole drin. Was haben wir jetzt? Das ist von Lidl. Ja, ist definitiv ein Geruch vorhanden. Wir probieren mal. Also, es kratzt, aber super minimal. Also, das kratzt ja gar nicht und das kratzt ganz, ganz bisschen. So, dann nehmen wir mal das Olivenöl von La Viala, welches ich schon öfter gekauft habe. Also vom Geruch ist es mega, also riecht deutlich intensiver wie alle anderen Öle hier. Wir probieren mal. Super fruchtig im Geschmack auch. Oh, und es kratzt auch echt heftig. Also ähnlich wie das Rapunzel tatsächlich. Also ich würde sagen, die zwei nehmen sich nichts. Also sehr stark kratzig. Das schmeckt allerdings auch sehr fruchtig. Das habe ich jetzt bei den anderen ein bisschen vermisst. Und jetzt nehmen wir noch das Olivenöl von Aldi. Riecht tatsächlich genauso wie das. Also die riechen exakt gleich. Auch die Flasche ist sehr ähnlich. Wir probieren mal. Ist auch sehr flüssig. Ja, auch ein Geschmack da. Nicht schlecht. Ja, und es kratzt. Ja, es kratzt schon mehr. Also ich würde sagen, vergleichbar wie das Bio-Olivenöl von Edeka. Also ja, da ist schon ein Kratzen vorhanden. Jetzt nicht super stark, aber definitiv vorhanden. Also wie du schon siehst, gibt es beim Geruch und beim Kratzen im Hals jetzt schon deutliche Unterschiede.
Und nun kommen wir zu Test Nummer 4, dem Kühlschranktest. Füll dazu dein Olivenöl in ein kleines Fläschchen ab und stell es für 1 bis 2 Tage in den Kühlschrank. Ein echtes Olivenöl wird in dieser Zeit sehr trüb, sehr dickflüssig oder teilweise sogar komplett fest, je nach Sorte. Bleibt es allerdings auch nach 3 Tagen noch klar und flüssig, dann weißt du genau, das ist kein hochwertiges Olivenöl. Und diesen Kühlschranktest mit all den Ölen hier habe ich ganz genau für dich dokumentiert. Wie du nun schon gesehen hast, habe ich ja all diese Öle in den Kühlschrank gestellt und das ist dabei rausgekommen. Rapunzel und La Viala waren beide schon am nächsten Tag komplett fest. Und wie du sehen kannst, die Fläschchen sind immer noch komplett fest. Ich habe sie frisch aus dem Kühlschrank rausgeholt. Das hier ist wie Butter. Und das hier ist auch komplett fest. Aldi ist am 2. Tag fest geworden. Also auch relativ solide. Wie du sehen kannst, es ist immer noch fest. Gut und günstig, La Española, Edeka Bio und Lidl sind nur zum Teil trüb geworden und wenn überhaupt nur zur Hälfte fest. Ich kann es dir mal zeigen. Das ist schon trüb, aber nicht komplett fest. Das hier genauso. Das ist ein bisschen zäh. Hier haben wir noch eins. Das würde ich auch sagen, ist irgendwie so zur Hälfte fest. Und Lidl, ja, ungefähr auch so zur Hälfte trüb. Und bei Bertolli hat sich selbst nach 3 Tagen im Kühlschrank nichts getan. Zumindest bei der Flasche, die ich getestet habe. Ich kann es dir mal zeigen. Es ist noch komplett flüssig. Natürlich, das ist kein Labortest, sondern einfach nur mein Kühlschranktest für zu Hause. Aber er gibt dir eine Orientierung, ob ein Öl eher hochwertig ist oder eher nicht. Wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Bis dahin, bleib gesund.